Eines der häufigsten Argumente in Diskussionen über medizinethische Themen ist das sogenannte Dammbruchargument. Es wird auch Slippery Slope Argument bzw. Argument der schiefen Ebene genannt. Was es mit diesem auch im Alltag weit verbreiteten Argumentationstyp auf sich hat, erfährst du in diesem Clip. Ein Dammbruchargument wird meist dann angeführt, wenn gegen die Handlung oder Praxis unmittelbar keine moralischen Gründe sprechen. Es lautet ganz grob so: Es ist gefährlich, bestimmte Handlungen zu erlauben oder auszuführen, da diese unausweichlich zu einer Folge von Ereignissen mit unbeabsichtigten, weitreichenden negativen Konsequenzen führen könnten. Wenn also eine bestimmte Handlung ausgeführt oder ein bestimmtes Vorgehen erlaubt wird, bricht der Damm bzw. rutschen auf der schiefen Ebene unausweichlich weitere negative Konsequenzen hinterher. Diese Konsequenzen werden als katastrophal oder mindestens vermeidenswert dargestellt. Gegen die Handlung oder Praxis spricht also, dass sie zu einer Ereignisfolge führt, an deren Ende ein mehrheitlich als moralisch unerwünscht angesehener Zustand steht. Der Übergang hierbei ist häufig graduell. Ein eher unproblematischer Anfang führt zu einem prognostizierten schrecklichen Ende. Dieser moralisch indiskutable, schreckliche Endzustand ist meist sehr emotional besetzt. Deswegen werden solche Dammbruchargumente gerne im politischen und öffentlichen Diskurs verwendet. Sie gelten als rhetorisch sehr effektives Mittel. Gerade in Deutschland findet sich dabei auch vielfach der Verweis auf das Dritte Reich. Der Status solcher Argumente ist umstritten. Manche Autoren halten sie grundsätzlich für schlechte, wenn nicht gar Scheinargumente. Andere sehen in ihnen einen besonderen Typ von pragmatischen Argumentationen, nämlich einen Versuch, in einer Diskussionssituation die Beweislast zu verlagern. Wieder andere vertreten die Ansicht, es sei möglich, notwendige Bedingungen anzugeben, die erfüllt sein müssen, damit es sich um gute Argumente handelt. Das Argument hat folgende logische Struktur: Wenn wir A erlauben, wird notwendigerweise oder höchstwahrscheinlich B daraus folgen. B ist moralisch inakzeptabel, weshalb wir A nicht erlauben dürfen, unabhängig davon, ob A an sich moralisch verwerflich ist oder nicht. A ist die Handlung, die zur Diskussion steht und die beeinflussbar ist. Dabei ist unerheblich, ob A an sich als schlecht empfunden wird. A wird nämlich nicht oder zumindest nicht vorrangig wegen seiner eventuellen moralischen Verwerflichkeit abgelehnt, sondern weil es als Türöffner für B dient. B hingegen ist moralisch verwerflich und damit das Argument wirkt, sollte hierüber auch weitreichender Konsens bestehen. B muss aus dem Erlauben von A resultieren, beziehungsweise es muss zumindest wahrscheinlich erscheinen, dass A B verursacht. Je wahrscheinlicher oder plausibler es ist, dass B auf A folgt, desto stärker wirkt das Argument. Häufig werden auch noch weitere Konsequenzen C, D und so weiter aus der Handlung A abgeleitet, an deren Ende dann ein moralisch völlig inakzeptabler, katastrophaler Zustand steht. Das größte Problem bei diesem Argument ist, dass die Konsequenzen einer Handlung nie mit Sicherheit vorhersehbar sind. Die Überzeugungskraft eines solchen Arguments hängt also davon ab, wie plausibel bzw. wahrscheinlich die befürchteten Folgen sind. Außerdem muss begründet werden bzw. ein Konsens darüber bestehen, dass die behauptete Konsequenz tatsächlich vermeidenswert oder sogar katastrophal ist. Dies geschieht häufig nicht und es bleibt offen, weswegen mögliche Konsequenzen einer Handlung oder Entscheidung als negativ einzustufen sind. Das Dammbruchargument ist also nicht prinzipiell falsch, jedoch muss jeder einzelne Schritt gut begründet werden, damit es plausibel ist, also sowohl die Wahrscheinlichkeit der Folgen, als auch, dass diese Folgen negativ sind. Da der abzulehnende Endzustand immer nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, nicht aber mit Sicherheit aus den vorhergehenden Zuständen folgt, kommen Dammbruchargumente nicht ohne risikoethische Erwägungen aus. Schauen wir uns ein paar typische Beispiele für Dammbruchargumente in der Medizinethik an. Sehr häufig werden Dammbruchargumente gegen die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe vorgebracht. Dabei wird folgendermaßen argumentiert: Durch das Erlauben aktiver Sterbehilfe könnte ein Druck auf Alte und Kranke entstehen, ihrem Leben ein Ende zu setzen.
Betroffene könnten sich zunehmend als eine Belastung für ihre Familien, ihr soziales Umfeld und die Gesellschaft empfinden. Die Zulassung von freiwilliger Sterbehilfe könnte so zu einer Veränderung des moralischen Klimas und damit zu unfreiwilliger Sterbehilfe führen. In dieser Debatte wird häufig auf die Euthanasieprogramme der NS-Diktatur verwiesen. Über die Ablehnung dieser Programme besteht ein breiter gesellschaftlicher Konsens. Es wird mit dem Dammbruchargument also gezeigt, dass die Einführung der freiwilligen Sterbehilfe mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem moralischen Klima führt, in dem unter ökonomischem Druck in Krankenhäusern auch unfreiwillige Sterbehilfe praktiziert wird. Ein solcher Zustand weist Analogien mit Praktiken der NS-Diktatur auf, welche von der breiten Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt werden. Die Einführung der freiwilligen Sterbehilfe führe zu einem moralischen Verfall und einem gesellschaftlichen Normwandel. Ein solcher Normwandel ist jedoch nicht beweisbar und kann auch im empirischen Vergleich zwischen verschiedenen Kulturen, etwa im Rahmen der Einführung der aktiven Sterbehilfe in den Niederlanden und deren Auswirkungen, nicht eindeutig belegt werden. Dennoch kann es politisch-pragmatische Gründe geben, diesen häufig sehr emotional vorgetragenen Argumenten Beachtung zu schenken. Sie zeigen nämlich, dass es in der Gesellschaft stark abweichende Einschätzungen über Chancen und Gefahren der Sterbehilfe gibt. Um den sozialen Frieden zu sichern, kann es daher sinnvoll sein, solche Ängste politisch ernst zu nehmen, auch wenn es sich um keine guten Argumente handelt. Im Kontext von Pränataldiagnostik und Präimplantationsdiagnostik werden ebenfalls häufig Dammbruchargumente vorgebracht. Unter Pränataldiagnostik versteht man vorgeburtliche Untersuchungen, mit denen bestimmte Fehlbildungen, Stoffwechsel- und Chromosomenstörungen beim wachsenden Embryo oder Fötus festgestellt werden können. Die Schwangerschaft kann dann unter Umständen abgebrochen werden. Präimplantationsdiagnostik bezeichnet die genetische Untersuchung von Embryonen auf schwere Erbkrankheiten nach einer künstlichen Befruchtung. Nur Embryonen ohne Genschäden werden dann in die Gebärmutter übertragen. Die PID ist in Deutschland bis auf wenige Ausnahmen verboten. Bei Dammbruchargumentationen gegen die PND bzw. PID wird nicht die Untersuchung als solche abgelehnt. Auch die Möglichkeit zur selektiven Abtreibung bei PND bzw. unterlassener Einpflanzung bei PID wird nicht unmittelbar als unmoralisch kritisiert. PND bzw. PID werden vielmehr aufgrund von möglichen verheerenden Folgen abgelehnt, die aus einer solchen Praxis folgen. Als mögliche moralisch verwerfliche Folgen wird die Zunahme von behindertenfeindlichen Einstellungen oder eine generationenübergreifende liberale Eugenik genannt. Die Eugenik oder Erbgesundheitslehre will das biologische Erbgut des Menschen verbessern. Hierbei werden Parallelen zur Rassenlehre und Rassenhygiene im NS-Regime gezogen. PND oder PID wird also nicht per se abgelehnt, sondern deswegen, weil diese Praktiken zu einer Vermehrung und Verfestigung behindertenfeindlicher Einstellung führen. Die Möglichkeit, ein Embryo bzw. Fötus aufgrund einer möglichen Behinderung abzutreiben, PND, bzw. gar nicht erst einzupflanzen, PID, führe dazu, dass auch lebende Menschen mit dieser Behinderung mehr Ablehnung erfahren. Eine solche behindertenfeindliche Haltung könnte wiederum zu dem Wunsch nach einer allgemeinen Verbesserung des menschlichen Erbguts, also zu einer allgemein akzeptierten Eugenik führen. Der prophezeite katastrophale Endzustand schließlich wäre, menschliches Erbgut standardmäßig durch vorgeburtliche Selektion oder Sterilisation behinderter oder kranker Menschen zu verbessern. Für eine solche Entwicklung fehlen jedoch empirische Belege und bisher unternommene Untersuchungen weisen eher in die entgegengesetzte Richtung. Seit der Einführung von PND zeigt sich eher ein behindertenfreundlicher Einstellungswandel. Es gibt keine Anzeichen dafür, warum sich dies bei der Legalisierung von PID ändern sollte. Auch gegen einen medizinischen Paternalismus werden Dammbruchargumente häufig angeführt. Unter Paternalismus versteht man einen Eingriff in die Freiheit einer Person mit dem Ziel, das Wohl dieser Person zu fördern. Beispiele hierfür wären Vorschläge, ungesunde Lebensmittel unattraktiver oder weniger leicht erreichbar zu präsentieren, beziehungsweise Suchtmittel wie Alkohol und Zigaretten zu verteuern oder zu verknappen.
Gegen solche paternalistischen Vorschläge wird argumentiert, dass prinzipiell nicht von Dritten in selbstschädigendes Verhalten eingegriffen werden dürfe. Andernfalls drohe nämlich die Gefahr, dass der öffentlichen Einmischung in private Angelegenheiten kein Einhalt mehr zu gebieten sei. Auch im Kontext der momentan diskutierten allgemeinen gesetzlichen Impfpflicht werden solche antipaternalistischen Dammbruchargumente gerne vorgebracht. Unter anderem auch im Kommentarbereich meines Videos Impfpflicht, Kant versus Utilitarismus. Ein Zuschauer schrieb: Wo soll das enden? Wenn Omikron weniger gefährlich ist als Influenza, dann folgt unweigerlich dem Omikron-Impfzwang ein Influenza-Impfzwang. Dann folgt die jährliche Pflichtkrebsvorsorgeuntersuchung, die man für jeden Restaurantbesuch oder in öffentlichen Verkehrsmitteln nachweisen muss. Wo soll das enden? In dieser Argumentation wird nicht direkt gegen die allgemeine gesetzliche Impfpflicht argumentiert, sondern diese wird deshalb abgelehnt, weil sie weitere Eingriffe in die menschliche Freiheit und Autonomie nach sich ziehe, nämlich eine Influenza-Impfpflicht sowie eine jährliche Pflichtkrebsvorsorgeuntersuchung. Das Argument ist nur dann überzeugend, wenn man die prognostizierten negativen Konsequenzen für wahrscheinlich und/oder vermeidenswert hält. Fallen dir weitere Beispiele für Dammbruchargumente ein? Halte doch in nächster Zeit einmal die Augen und Ohren nach dieser Argumentationsform offen und poste weitere Beispiele in die Kommentare. Mit dem Quizlet-Lernset Häufige Argumentationsformen in der Medizin und Bioethik und ihre Kritik kannst du dein Wissen zu dieser und anderen häufigen Argumentationsformen in der Medizinethik jetzt überprüfen und erweitern. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!